In Science-Fiction-Filmen fliegen Raumschiffe in wenigen Sekunden zu fernen Galaxien. Die Sterne ziehen vorbei. Zeit scheint keine Rolle mehr zu spielen. In der Realität ist Andromeda ungefähr 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Selbst mit Lichtgeschwindigkeit würdest du dort erst ankommen, lange nachdem die Menschheit verschwunden ist. Und trotzdem sehen wir diese Galaxie jede Nacht am Himmel. Wie passt das zusammen? Also fliegen wir los. Wir heben ab. Langsam zuerst. Die Erde unter uns. Dieser blaue Punkt, auf dem gerade 8 Milliarden Menschen leben. Jeder mit seinen eigenen Sorgen, Träumen, Konflikten. Aber schau, wie sie kleiner wird. Die Städte verschwinden. Die Kontinente verschmelzen zu einem sanften Blau und Grün. Und plötzlich ist alles, was dir je wichtig war, auf diesem einen winzigen Punkt. Es ist fast therapeutisch, oder? Je weiter wir uns entfernen, desto leichter fühlt es sich an. Deine Probleme werden kleiner. Der Stress verschwindet. Weil du siehst, die Realität ist so viel größer als das, was wir jeden Tag erleben. Dort unten passiert gerade alles. Menschen werden geboren, verlieben sich, verabschieden sich. Kriege werden geführt. Frieden wird geschlossen. Und von hier oben ist das alles nur ein stiller, blauer Punkt im Nichts. Da unten, dieser kleine, leuchtende Punkt, das ist der Mond. 384.000 Kilometer entfernt. Weit genug, dass du alle Planeten unseres Sonnensystems zwischen Erde und Mond stellen könntest. Jeder einzelne würde hineinpassen. Wir beschleunigen jetzt. Die Sonne wird zu einem hellen Punkt unter uns. Um sie herum die Planeten, alle in ihrer endlosen Bahn gefangen. Jupiter, Saturn, Neptun. Welten, die wir nur aus der Ferne kennen. Aber wir fliegen weiter. Hinaus ins Interstellare. Der Raum zwischen den Sternen. Hier draußen herrscht eine Stille, die es auf der Erde nicht gibt. Kein Geräusch, kein Echo. Nur das schwache Licht ferner Sonnen. Der nächste Stern ist 4,25 Lichtjahre entfernt. Das klingt abstrakt, oder? Lass es mich anders sagen. Wenn du in einem normalen Passagierflugzeug dorthin fliegen würdest, bräuchtest du über 5 Millionen Jahre. 5 Millionen Jahre. Und das ist nur der nächste Stern. Wir müssen viel, viel weiter. Und jetzt, sieh dich um. Jeder Lichtpunkt, den du siehst, ist ein Sonnensystem. In unserer Milchstraße gibt es zwischen 100 und 400 Milliarden Sterne. Jeder von ihnen hat wahrscheinlich Planeten. Welten, auf denen vielleicht gerade jemand in den Himmel schaut. So wie wir. Manche dieser Planeten sind Wüsten aus Eis. Andere kochen in der Hitze ihrer Sonne. Und irgendwo da draußen, vielleicht, gibt es einen Planeten wie die Erde. Mit Ozean, mit Leben. Mit jemandem, der dieselben Fragen stellt wie wir. Dreh dich um, schau zurück. Das ist unsere Galaxie, die Milchstraße. 100.000 Lichtjahre breit. Hunderte Milliarden Sterne, alle in dieser einen spiralförmigen Struktur gefangen. Und wir verlassen sie gerade. Von der Erde aus konnten wir sie nie so sehen. Wir waren mittendrin, eingebettet in einem ihrer Spiralarme. Aber jetzt sehen wir sie zum ersten Mal von außen. Willkommen im intergalaktischen Raum. Hier draußen gibt es fast nichts. Wenn du durch die Luft auf der Erde atmest, inhalierst du etwa 10 Trillionen Atome pro Kubikmeter. Im Weltall zwischen den Sternen sind es noch etwa 1000 pro Kubikmeter. Aber hier nur 10 Atome pro Kubikmeter. Es ist so leer, dass es fast gespenstisch ist. Aber schau dir die Punkte um dich herum an. Jeder Punkt ist eine Galaxie. Jede Galaxie enthält etwa 100 Milliarden Sonnen. Jede Sonne hat Planeten. Das bedeutet, in deinem Sichtfeld gerade jetzt siehst du etwa 3 bis 5 Billiarden Sonnensysteme. Versuch dir das vorzustellen. Jedes dieser Systeme könnte Leben beherbergen. Zivilisationen, Geschichten. Und wir sehen nur einen winzigen Ausschnitt des Universums. Hier ist eine Analogie, die dir den Kopf zerbrechen wird. Stell dir vor, das gesamte beobachtbare Universum wäre die Oberfläche deines Körpers. Der Bereich, den wir gerade sehen, diese 3 bis 5 Billiarden Sonnensysteme, wäre die Breite von 2 menschlichen Haaren. Schau auf deinen Arm. Siehst du 2 Haare nebeneinander? Das ist das Verhältnis. Und trotzdem fühlen sich unsere Probleme auf der Erde riesig an. Unsere Konflikte, unsere Ängste. Von hier aus verschwinden sie einfach. Nicht, weil sie unwichtig sind, sondern weil wir verstehen, wir sind Teil von etwas so viel Größerem. Da, siehst du es? Dieser leuchtende Fleck am Horizont.
Das ist sie. Andromeda. Sie ist noch weit entfernt, aber sie wird größer. Mit jedem Moment, in dem wir uns nähern, enthüllt sie mehr von sich. Ihre Spiralarme, die Satellitengalaxien, die um sie kreisen wie kleine Geschwister. Andromeda ist gewaltig, 220.000 Lichtjahre breit, mehr als doppelt so groß wie die Milchstraße. Sie enthält etwa 1 Billion Sterne. 1 Billion. Jeder einzelne ein nukleares Inferno, das seit Milliarden Jahren brennt. Und in etwa 4,5 Milliarden Jahren wird sie mit unserer Galaxie verschmelzen. Astronomen haben sogar schon einen Namen: Milkomeda. 2 Giganten, die zu einem werden. Wenn das passiert, wird der Nachthimmel unglaublich sein. Sterne überall, neue Formationen, eine komplett andere Galaxie. Aber keine Sorge, die Erde wird wahrscheinlich überleben. Der Raum zwischen den Sternen ist so groß, dass die meisten einfach aneinander vorbeifliegen. Bis es soweit ist, haben wir noch Zeit. Sehr viel Zeit. Aber heute besuchen wir Andromeda, wie sie jetzt ist. Jetzt sind wir drin. Was von der Erde aus nur ein verschwommener Fleck am Nachthimmel war, ist jetzt eine ganze Welt. Sterne überall. Millionen, Milliarden. Alle in ständiger Bewegung, alle in einem endlosen Tanz um das Zentrum. Schau dir die Farben an. Das helle Blau junger, heißer Sterne, das warme Rot alternder Riesen. Dazwischen Staubwolken, in denen gerade neue Sonnen entstehen. Diese Wolken sind gigantisch, Lichtjahre breit. Und doch sind sie zart wie Nebel. Gaswolken, die langsam kollabieren, bis sie so dicht werden, dass ein neuer Stern gezündet wird. Lass uns ein System besuchen. Hier, dieser zufällige Stern. Er hat Planeten. Siehst du die grünen Linien? Das sind ihre Umlaufbahnen. Auf einem dieser Planeten könnte gerade jemand leben. Vielleicht schauen sie auch in den Himmel. Vielleicht fragen sie sich, ob es da draußen noch jemanden gibt. Das ist eines von einer Billion Systemen. Nur in dieser Galaxie. Und jedes einzelne ist ein Universum für sich. Wenn wir zurückblicken könnten, würden wir die Milchstraße von hier aus sehen. Ein kleiner Lichtpunkt am Rand des Sichtfelds. Unsere Heimat. So weit weg und doch so nah in kosmischen Maßstäben. Jetzt kommen wir zum Herz, zum Zentrum von Andromeda. Hier verborgen hinter Millionen Sternen liegt etwas, das alle Regeln bricht. Ein supermassives schwarzes Loch. Über 100 Millionen Mal so schwer wie unsere Sonne. Es ist so dicht, so komprimiert, dass selbst Licht nicht entkommen kann. Die Gravitation ist absolut, final. Das Licht ist überwältigend. Nicht vom schwarzen Loch selbst, das absorbiert alles, aber von dem Material um es herum. Gas und Staub von Sternen, die zu nah gekommen sind. Sie kreisen um das Loch, werden dabei so heiß, dass sie heller leuchten als ganze Galaxien. Diese Scheibe aus Material wird Akkretionsscheibe genannt. Sie dreht sich mit unfassbarer Geschwindigkeit. Und sie ist tödlich. Alles, was hineingerät, wird zerrissen. Atome werden getrennt. Materie wird zerstört. Und dann die Jets. An beiden Polen schießt Material hinaus, fast mit Lichtgeschwindigkeit. Es sind die gewaltigsten Strukturen, die wir im Universum kennen. Sie erstrecken sich über tausende Lichtjahre. Je näher wir kommen, desto seltsamer wird die Zeit. Von hier aus gesehen verlangsamt sie sich für uns. Aber wenn wir zurückschauen würden, würden wir das Universum im Schnelldurchlauf erleben. Sterne würden geboren und sterben in Sekunden. Es gibt keinen Weg zurück mehr. Die Gravitation ist zu stark. Wir fallen hinein. Und was uns dort erwartet, weiß niemand. Niemand weiß, was in einem schwarzen Loch ist. Vielleicht das Ende von allem. Vielleicht der Anfang von etwas Neuem. Manche Theorien sagen, dass hinter dem Ereignishorizont ein anderes Universum beginnt. Andere sagen, alles wird zu einem Punkt komprimiert. Einer Singularität. Unendlich dicht. Unendlich klein. Was wir wissen, wir sind winzig. Ein einzelnes Bewusstsein in einem Ozean aus Sternen. Und gleichzeitig sind wir etwas Besonderes. Denn wir können das alles verstehen. Wir können hinausschauen und fragen, was ist da draußen? Von der Erde aus betrachtet sind wir unbedeutend. Aber vielleicht ist genau das die Schönheit, dass wir trotz unserer Kleinheit den Mut haben zu fragen, zu träumen, zu reisen. Vielleicht ist das der Sinn, nicht zu wissen, sondern zu suchen. Die Reise geht weiter, immer weiter, denn das Universum hört nie auf, uns zu überraschen. Wenn du diese Reise weiter begleiten möchtest,
Abonniere gern den Kanal Weltraumwissen. Danke, dass du bis hierhin dabei warst.